Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Blitzanstieg bei Gold und Silber möglich. Disclaimer. Blitzanstieg bei Gold und Silber möglich. Es kann jederzeit aus heiterem Himmel zu einer blitzartigen Anstieg bei Gold und Silber kommen. Charttechnisch sieht es so aus, als ob dieser Point of No Return unmittelbar bevorsteht. Junior-Goldaktien stabilisieren sich weiter und sind teilweise seit dem Tief im Juli wieder um 100 bis 250% gestiegen, was auch ein Indikator dafür sein sollte, dass Gold und Silber weiter steigen. Dann geht es sehr schnell und Junior-Goldaktien werden in dieser Euphoriephase aus dem Penny-Stock-Bereich in den Dollar-Bereich steigen. Nur die wenigsten werden rechtzeitig eingestiegen sein. So ist es immer wieder, wenn der Markt am Boden liegt und sich nur das Smart Money dafür interessiert und die ersten Positionen aufbaut. So ist es auch aktuell im Edelmetall, so wird es auch wieder aktuell im Edelmetallvektor wieder der Fall sein. Ja, so ist es einfach. Wir können es nicht sagen. Es kann jetzt noch relativ quälend weitergehen oder es kommt zu einer absoluten Eruption und dann werden alle sagen, auch wäre ich doch dabei gewesen, weil es tatsächlich so ist, dass viele Top-Penny-Gold-Stock-Aktien dann wirklich nicht mehr unter einem Dollar zu haben sind. Und dann ist die ganz, ganz große Hebelwirkung schon raus. Klar, das gibt dann noch den primären, den sekundären und den finalen Schub, vielleicht von 1 auf 2, 3, 4 Dollar, vielleicht sogar in einigen Fällen 10. Aber sie kriegen sie nicht mehr für 10, 20, 30 Cent zu kaufen, wie sie jetzt noch Positionen aufbauen, wie beispielsweise ja, irgendwelche Penny Stocks Aktien. Jetzt ist es nochmal vielleicht möglich, 10.000 Stück zu kaufen, wenn sie 10, 20, vielleicht 30 Cent zu kosten. Aber das ist unmöglich für Otto Normalverbraucher, dann bei höheren Goldpreisen zuzuschlagen, wenn die 1 oder 2 Dollar kosten. Ja, darauf wollte ich hinweisen, das weiß keiner. Das ist einfach hier mal ein Szenario, wie es auch laufen könnte. Ein utopischer Anstieg. Ich weiß wirklich nicht, wie es kommt. Ich kann es nicht sagen. Es ist wirklich unbekanntes Terrain. Jedenfalls alle Statisten sagen, ähm, 2300 steht vor der Tür, vielleicht auch 2400, 2500. Auch Silber dürfte das alte nominale Hoch von 50 Dollar wieder erreichen. Ich denke mal, in den nächsten Monaten dürfte was kommen und das müsste unglaublich für die Goldaktien sein, weil sie so völlig am Boden zerstört ist. Das kann man mit nichts vergleichen und die werden dann quasi von den Toten wieder ähm, zu den Lebenden erweckt. Und das wird die Performance wird man mit überhaupt keinem Sektor vergleichen können. Das ist der Grund eigentlich für den Anstieg. Weil vielleicht die Masse interessiert sich überhaupt gar nicht dafür, ob ein Gold jetzt 1700 oder 2000, 2300 ist. Egal. Ich meine, das ist kein großer Unterschied. Aber für Goldaktien macht das eben alles aus. Ja, angehender Silberproduzent Mexiko, moderates Risiko, Export ist auch investiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines Flagships, das zu 100% unternehmenseigene Silber-Gold-Projekt Panuco in Sinaloa, Mexiko. Es ist auch im New York Stock Exchange gelistet, was wirklich interessant ist, weil es natürlich dementsprechend mehr Investorenkapital anzieht und es spricht auch für die guten Verbindungen der Mannschaft. Die sind vor allen Dingen auch aufgefallen durch aggressives Marketing, die sind sehr präsent. Ähm, und dazu sind sie halt in der Lage, dann eben auch dementsprechend Investorenkapital anzuziehen, was sich dann in den Aktienkurs auch zeigen könnte oder auch schon gezeigt hat. Ne? Die hatten da schon ihre ersten guten Entdeckungen. Vielleicht noch mal ein paar weitere Informationen. Also das Silber-Gold-Projekt Panuca hat eine hochgradige Entdeckung im südlichen Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlan. Das 6.750 Hektar große, in der Vergangenheit produzierende Gebiet profitiert von über 75 Kilometer Aderausdehnung einer Mühle mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag. Bislang wurden nur 33% der bekannten Ziele bei Panuco durch Bohrung erprobt. Der San Antonio Step-Ausbohrung bei Panuca erweitern die San Antonio Ader. Also das sage ich mal ein Teilgebiet auf dem Gebiet. Dann haben sie bei Tajitos auch ein Teilgebiet. Ähm,
1030 Gramm pro Tonne auf 20,45 Meter entdeckt. Und dann haben sie noch das Napoleon-Gebiet, das sind hochgradige Abschnitte am südlichen Ende mit 1241 Gramm pro Tonne auf 3,90 Meter. Also sehr hochgradiges. Und das hat dann wahrscheinlich auch diese Euphorie oder diese Ausschläge in der Vergangenheit gemacht. Aber Sie sehen ja selbst im Chart, es hat jetzt seinen Boden gefunden, dürfte ja zur alten Spitze wieder hochgehen. Ja, also ich meine, das ist ein Unternehmen mit moderatem Risiko. Eric Sprott ist investiert, das sind Superlative. Sie haben New York Stock Exchange gelistet, Ressourcen, 70 Millionen Unzen Silber, hochgradiges halt, 0,2 Millionen Gold und eine anvisierte Produktion von 4 Millionen Unzen Silber pro Jahr. Wenn man das in den Potentialfaktor tut, kommen wir auf einen Potentialfaktor von 11, wenn Gold bei 2500 ist. Das ist, sage ich mal, im Vergleich zu diesen anderen Aktien, wo wir das machen, gering. Aber Sie müssen eben Vorteil sehen, diese anderen Aktien sind Gamble-Aktien, sind Hochrisikoaktien und das ist eben moderates Risiko. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es dann wirklich so kommt. Und ich habe ja gesagt, die haben nur 33% ihres Gebietes im Grunde genommen exploriert. Das heißt, sie haben Cashflow, sie können weitere Exploration treiben, was sie sicherlich machen werden. Sie werden zukaufen, dass diese Informationen geben sie an ihre Börse, dann Eric Spot mit bei. Obwohl wir hier quasi in Anführungsstrichen nur einen Potenzialfaktor von 11 gerechnet haben, ist es keineswegs so, dass diese Aktie nicht auch aufgrund dieser Mania-Psychologie, die entstehen könnte, auch noch viel, viel höher treibt. Sie dürfen nicht vergessen, dieser Fall BRIX, den ich auch in der Vergangenheit erwähnt hatte, das war ja dieser Betrugsfall aus Indonesien, die hatten nie eine Unze Gold im Boden. Nichtsdestoweniger stieg die Aktie allein durch die Fantasie und durch die Meldung, die kam, von 30 Cent auf 280, also vertausendfacht und hatten kein einziges Gold. Die haben viel Gold, sie haben gute Investoren, sie haben Publicity und sonst was. Was ich damit sagen will, wenn wir eine richtige Gold- und Silbermania kriegen, das ist eben passiert nicht sehr häufig, aber wenn es passiert, ist alles möglich. Und dann kann solche Aktien auch solche verrückten Bewertungen aus meiner Sicht annehmen. Gut, aber das sind die Fakten. Meiner Meinung nach sieht das sehr gut aus, ein gutes Basisinvestment. Sag ich mal, man sollte sicherlich auch eben einige Aktien in der moderaten Risikoklasse haben, weil natürlich ist Exploration und ähm, ist ein sehr risikoreiches Unterfangen, da muss man verteilen und so. Also das macht schon durchaus Sinn. Wo sitzen die? Sie sitzen hier ja, so Nordwest in Mittelmexiko mit dem Projekt. Ähm, ja, ich denke, durchaus ein interessantes Unternehmen, sollte man sich mal ruhig anschauen. Sie müssen ja auch sehen, falls es auch eine dezidierte Silbermania gibt. Ähm, Die haben Silber im Firmennamen. Sie sind an der New York Stock Exchange gelistet, Eric Sprott und, hochgradig und Ressourcenausweiterung und noch viel Potenzial. Das ist eigentlich auch dann im Grunde genommen die, die Schlagwörter, woraus dann hohe Bewertungen entstehen können in einer Mania. Ja, generell nochmal zu unserer Philosophie. Es gab ja in 1970, in den 70er Jahren diesen riesigen Goldaktienbullenmarkt. Das eigentlich sind unglaubliche Zahlen. Hier sind teilweise Anstiege auch von diesen Penny Stocks von 15 nach 20 Cent auf 20, 30, 40 Dollar gestiegen. Vielleicht ist eine ganz extreme Situation, das vielleicht nicht so wiederkommt, möglich. Aber ich denke, wir haben jetzt auch eine sehr interessante Situation, aber eben andersherum. Der Goldaktienmarkt ist und der Rohstoffmarkt ist derartig unterbewertet, ähm, dass es in keinster Art und Weise auch mit der damaligen Situation vergleichen ist. Deswegen ist es absolut möglich, wenn die Gold jetzt nur ein bisschen steigt, in Anführungsstrichen auf 2300, 2500, 2700 und Silber vielleicht 50, 55, 60, whatever, dass die völlig halbtoten Gold- und Silberaktien von diesen Tiefen auch in die Richtung dieser Niveaus gehen können. Solche Situationen kann eintreten. Ich sage nicht, dass es passt, dass es passiert,
Aber die Divergenz, die Verzerrung ist eigentlich wie noch nie da gewesen. Und damit ist theoretisch eben auch so ein großes Entladungspotenzial möglich. Also was kann man jetzt noch tun? Wir müssen im Grunde genommen, noch sind sie billig, Penny Stocks mit großen Ressourcen kaufen, mit Superlativen, wie ich gesagt habe, sehr hochgradiges Geld, sehr erfahrenes Team. Eric Sprott ist ein Investor, besonders großes Gebiet, gutes Rechtsgebiet und so weiter und so weiter. Und das kann in einer Minenmania die Preise in dieser absurden Höhen machen. Das ist kein langfristiges Investment, es ist ein einmaliges Aufglühen. Es ist wie in einem dunklen Raum. Es ist absolute Dunkelheit. Sie zünden nur ein einziges kleines Streichholz an und erhellen für kurze Zeit den ganzen Raum. So eine Show könnten Goldaktien machen. Aber Sie wissen, so ein Streichholz ist schnell abgebrannt und der ganze Zauber ist vorbei. So müssen Sie das sehen. Aber wir werden alle Aufmerksamkeit kriegen. Alle wollen Goldaktien ab diesem Punkt. Und dann müssen sie verkaufen. Natürlich kann die Mania die Masse noch zu absurden Höhen treiben, aber im Grunde genommen, das ist das Zeichen. Ja, okay, so viel dazu. Ich habe eine Goldstock-Watchlist mit diesen Superlativen zusammengestellt, weil es insgesamt zu viel Aktien sind, zu der generellen Übersicht. Das sind auch sehr viele, dass man zumindest ein Konzept hat, was man kaufen kann. Man darf sich nicht auf eine einzelne Aktie fokussieren. Man muss sie eben auch wirklich sehen, es ist ein gefährliches Investment. Aber wenn man das verteilt, wenn man gut performende nachkauft, wenn man das im Blick hat, dann denke ich mal, kann man in dieser Rallye mit teilnehmen. Und wenn denn dieser Boom kommt, wenn Sie einige Supergewinner haben, die mögliche Verlierer oder Minderperformer wirklich deutlich überschatten dürften. Das ist im Grunde genommen, man kann als Laie eigentlich nur in einer einzigen Situation an diesen Goldaktienmärkten mit teilnehmen. Unter normalen Umständen ist das so schwierig. Wir haben ja nicht alle Informationen, die die Geologen hast. Das ist auch ein starkes Insiderspiel. Aber was wir machen können, wir wissen, wann ein Markt total unterbewertet und zerstört ist, so wie jetzt. Jetzt können wir einsteigen. Und unter Normalbedingungen geht das im Grunde genommen nicht. Im Grunde genommen ist da einfach, sind zu viele Schwierigkeiten, zu viele Variablen drin. Aber wenn der Markt total kaputt ist, überhaupt kein Problem. Aber wenn die Euphorie kommt, dann abstoßen. Und in der Phase kann man dann sozusagen auch mit den Insidern mithalten. Aber auch die Insider haben Schwierigkeiten, geeignete Goldaktien zu finden, weil diese wirklich heißen Informationen, wo die Hochgrade ist, wo die nächste Entdeckung bevorsteht und so, wer kriegt diese Informationen? Das ist sehr schwierig, aber wirklich, wenn sie völlig am Boden sind, können wir in breiter Masse einsteigen. Da können wir sozusagen auch jeden Profi mit outperformen. In dieser Phase. Aber auch nicht. Okay. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, Potenzialfaktor zu rechnen nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Das Ganze aufzuteilen, eine Exit-Strategie ist auch mit bei. Einlagen von Gold und Silber bei einer Einkaufsgemeinschaft, also Sachwerte. Die finde ich deshalb interessant. Die kann man in jeder Phase an Gold und Silber, auch sehr günstiges Gold mit geringen Aufschlägen. Einfach eine Banküberweisung und schon ist Ihr Gold und Silber im Schweizer Zollfreilager. Sie können sich ausliefern lassen, falls Sie generell zur Institution überhaupt kein Vertrauen haben. Aber es ist ein gutes Vehikel, was Ihnen vielleicht den Weg erspart, beim Edelmetallhändler irgendwie 1 oder 2 Stunden anzustehen und dann vielleicht nur mit einem Kilo Gold, mit einem Kilo, Entschuldigung, mit einem Kilo Silber dann nach Hause zu gehen, weil die irgendwie Limitationen machen. So, alle diese Probleme können ja auf uns zukommen und das ist eine Sache, die haben das bis jetzt immer einfach gut abgewickelt, nur dass sie da zusätzliche Optionen haben und dass ihnen das vielleicht bekannt ist, falls sie sie nicht kennen. Ja, klar, immer bevor überhaupt Gold und Silber kaufen, äh, immer auf die Vergleichsportale gehen, auf keinen Fall irgendwelche Internetwerbung, die versuchen, überteuertes Gold und Silber zu kaufen und machen da viele Stories rum. Aber die einzigste Botschaft, die sie haben, kauft überteuertes Silber. Das sollte man nicht machen. Nützliche Informationen, Kontakt, ja, einfache Informationen, mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten und mit welchem Broker in der Schweiz, wo Edelmetalle einlagern,
weitere Charts, Uran, Langfristcharts, ganz interessante zu anderen Chartisten, Videos zu Experten, hier COCA, das ist, sage ich mal, so ein Diskussionsforum im englischsprachigen Bereich zu den Minen, auch mal ganz interessant. Da wird über jede Mine diskutiert. Wenn Sie einfach Fragen haben, wie auch immer, Sie können mich kontaktieren, eine Mail schreiben oder mich anrufen oder generell Zustellungsprobleme haben, mich bitte einfach informieren, nicht auf irgendwas warten, weil es hier und da mal Spam-Probleme, wie auch immer. Ja, ich bedanke mich noch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen eine schöne Arbeitswoche. Bis zum nächsten Mal. Ach so, ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Sie es noch nicht bereits getan haben. Natürlich nur, wenn Ihnen das Video soweit zugesagt hat. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.